Ich stehe hier am Master-Kühlsystem Diagnosesatz und was da alles enthalten ist, schauen wir uns jetzt mal an. Im Deckel selbst haben wir eine Druckpumpe mit Manometer. Das Manometer geht bis 2,5 Bar. Kühlsysteme wollen wir abdrücken irgendwo im Bereich zwischen 1 bis 1,5 Bar. Ich habe hier eine Schnellkupplung, dass ich auf die ganzen Adapter komme, und ich habe ein Ventil, um den Druck wieder abzubauen. Des Weiteren befindet sich im Deckel ein Thermometer und ich habe die Schläuche, die ich für das Kühler-Befüllsystem brauche. Im unteren Bereich habe ich 23 verschiedene Adapter, egal ob jetzt Innengewinde, Außengewinde, sogar welche, die dann im Inneren nochmal zusätzlich abdichten. Ich habe die Bajonett-Adapter, die ich zum Beispiel bei asiatischen Fahrzeugen benötige. Und zusätzlich zu den Adaptern habe ich dann nochmal den Konus-Adapter, weil sollte ich wirklich mal mit denen nicht mehr weiterkommen, kann ich immer noch mit einem Universaladapter arbeiten. Und ich habe die Kühlsystem-Befülleinheit mit drin, die werde ich gleich nochmal im Detail erklären. Im ersten Step verbinden wir dann mit unserem Fahrzeug und hier mit der Druckluft. Stellen das Ventil um, lassen die Druckluft durchströmen und über den Venturi-Effekt ziehen wir jetzt ein Vakuum. Dafür müssen wir aber hier noch das zusätzliche Ventil öffnen und somit ziehe ich jetzt die Luft aus dem Kühlsystem heraus. Grundvoraussetzung natürlich ist dafür, dass das Kühlsystem entleert ist. Also es darf kein Wasser im System sein. Wenn ich dann meinen Unterdruck gezogen habe, das kann ich sehr schön hier oben am Manometer ablesen, würde ich dieses Ventil schließen und den Durchfluss für die Druckluft abstellen. Dann kann ich einen Augenblick warten, kann überprüfen, ob ich irgendwo eine Leckage habe oder sowas, weil das sieht man natürlich auch sehr schön beim Unterdruck. Wenn das alles okay ist, öffne ich hier das Ventil und durch den Unterdruck im Kühlsystem ziehe ich jetzt über den Schlauch mir das frische Kühlwasser in meinen Kühlkreislauf und habe somit sichergestellt, dass ich wirklich das komplette System befüllt habe. Ich habe Wasser im Heizungskühler, ich habe Wasser in allen Schläuchen. Das ist halt nicht dieses übliche Problem, was ich dann habe, gerade so japanische Fahrzeuge, dann, wenn man mal weiter zurückgeht, die alten VW und sowas, wo ich dann unwahrscheinlich Probleme hatte, das Kühlsystem zu befüllen. Diese Problematik habe ich mit dem System dann nicht mehr. Die im Koffer enthaltene Druckpumpe nehme ich, um Undichtigkeiten im Kühlsystem zu finden. Dafür suche ich mir natürlich auch als allererstes wieder den passenden Adapter, verbinde den mit meinem Fahrzeug, verbinde dann mit der Druckpumpe und beaufschlage das System jetzt mit Druck irgendwo im Bereich zwischen 1 und 1,5 Bar. Dann warte ich ab, beobachte das System, habe ich irgendwo eine Undichtigkeit im Schlauch oder irgendwo läuft Wasser heraus aus dem Kühler oder sowas, dann habe ich quasi ein Resultat und um nachher den Druck abzubauen, ist hier im vorderen Bereich noch ein zusätzliches Ventil angebracht.